7 Fähigkeiten, die dich zu einem Superhuman machen. Darum geht es im heutigen Video. Und das Video wird ein bisschen länger, weil ich sehr viel vorbereitet habe. Ich habe hier sehr viel aus meiner ganzen über 15-jährigen Bewusstseinsarbeit kompensiert aus tausenden Büchern, aus vielen Coachings und möchte dir sozusagen die Essenz der Essenzen zusammenfassen, was einen Menschen außergewöhnlich macht. Darum geht es in diesem Video. Diese 7 Fähigkeiten werden dich zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit machen und diese Persönlichkeit, die du werden kannst, ist dein stärkster Ausdruck, der sich manifestieren kann und diese kannst du dann immer weiterentwickeln und darum geht es in diesem Video und es wird dein Leben maßgeblich positiv verändern. Das verspreche ich dir. Also sieh dir das Video vollständig an und ich möchte dir noch eine Sache sagen. Am Ende dieser 7 Fähigkeiten habe ich noch einen Geheimtipp für dich. Dieser Geheimtipp wird nochmal alle Rules brechen. Also schau das Video auf jeden Fall zu ändern und ich habe unter diesem Video noch eine kleine Zusammenfassung im PDF zusammengeschrieben für dich mit den Fragen, die dir helfen werden, diese 7 Fähigkeiten zu integrieren. Also, starten wir. Übrigens, diese 7 Fähigkeiten sind die Dinge, die so Persönlichkeiten wie Steve Jobs und Co. in ihr Leben integriert haben und die sich einfach herausgestellt haben an Superhumans, also an Menschen, die wirklich was bewirkt haben. Also, ja, freu dich einfach auf das, was jetzt gleich kommt. Kommen wir zur ersten Fähigkeit. Die erste Fähigkeit, also diese Fähigkeiten bauen auch aufeinander auf, also schau dir es nicht, überspring nicht etwas, sondern schau es dir hintereinander an. Die erste Fähigkeit, die dir hilft, dieses Leben aufzubauen oder dich zu dieser Persönlichkeit zu machen, ist, dass du lernst, die Illusion zu durchbrechen. Ja? Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du die Wirklichkeit dir zurechtbiegst, wie du sie haben möchtest. Ja? Warum? Ich werde gleich darauf eingehen und ich habe hier was ganz Spezielles vorbereitet und zwar ein Sprichwort, also eine Abfolge, wie deine Realität erschaffen wird. Und jetzt pass gut auf. Das erste ist, ich bin, was ich erlebe. Ich erlebe, was ich denke. Ich denke, was ich fühle. Ich fühle, was ich glaube. Ich glaube, was ich will. Ich will, was ich liebe. Ich liebe, was ich bin. Und das fängt die Kette von vorne zum Drehen an. Merkt ihr das? Ich habe es wie gesagt in der PDF unten drunter nochmal reingeschrieben als Zusammenfassung und ich gehe später vielleicht nochmal drauf ein. Ja? Also, die Realität ist eine Illusion und wir können unseren Verstand dazu nutzen, die Welt so zu drehen und so zu biegen, wie wir sie haben möchten. Ja? Was bedeutet das? Wir wissen aus Studien, dass die Realität in unserem Gehirn gebaut wird und alles, was in der Außenwelt geschieht, durch unsere Filter unsere Wahrheit erzeugt. Und diese Wahrheit ist das, wie du die Welt wahrnimmst und was du siehst. Also sprich, du kannst in einem Ort sein, da kann etwas geschehen und 5 Leute sind da und jeder nimmt was anderes wahr. Und das hängt halt von deiner Wahrheit ab. Dein Weltbild, deine Glaubenssätze und deine ganze Vergangenheit, deine ganzen Urteile, deine Religion, das, was du glaubst und alles, was dich ausmacht, deine Erziehung, deine Freunde, das kollektive, unbewusste, alles, wo du in der Suppe schwimmst, macht aus, über welche Filter du gerade das wahrnimmst und wie du das bewertest. Ja? Und dazu gibt es 3 Mythen. Wenn du dies durchbrichst und du diese Illusion durchbrichst, die Illusion der Dualität, dann verschwinden 3 Mythen. Der erste Mythos, der verschwindet, ist Mangel. Ja? Weil Mangel ist das Gefühl, es ist nicht genug. Ich bin nicht genug. Es ist nicht genug für alle da. Die Welt ist aber so, dass genug für alle da ist, nur wir leben in diesem Mangel. Der verschwindet, wenn die Dualität transzendiert ist. Das zweite ist harte Arbeit. Harte Arbeit ist nicht notwendig. Ja? Also du musst viel und hart arbeiten, dass du überlebst hier auf dem Planeten. Das ist so dieses Glaubensbild und dieses Bild kommt, wenn du das letzte Video von mir gesehen hast,
von dem Denken der Vorgenerationen, die im Industriezeitalter groß geworden sind und die hart arbeiten mussten, um ihr Geld zu verdienen. Wir leben aber im Informationszeitalter und können unser Geld durch Informationen verdienen oder durch Smartheit. Ja, also wie zum Beispiel, du schreibst ein Buch, du machst eine Software oder du machst ein Video oder du kannst was auch immer tun. Informationen, vor allem jetzt in dieser Lockdown-Corona-Phase, haben sehr viele gesehen, hey, ich muss nicht mehr so wie vorher arbeiten, ich kann viel cleverer mein Geld verdienen. Ja? Und dann dein Irrglauben über Geld. Also das ohne oder mit Geld hast du Schwierigkeiten als vorher. Und da schau dir am besten dazu mein voriges Video an, wo ich über das Thema Geld rede. Ja. Gut, das war der erste Punkt. Also die Illusion durchbrechen und zu lernen, dass du deine Welt so dir formen kannst, wie du sie möchtest. Indem du einfach deine Meinung, dein Mindset zur Realität veränderst und dir neue Weltbilder erschaffst. Zweiter Punkt. Zugang zur Intuition. Wissen, das nur von außen kommt, ist Wissen, welches da ist. Das ist so, man fühlt sich dann wie so ein Papier aus einer Kopiermaschine und da kommt halt einfach nur Wissen raus, was vorher schon da war von den anderen. Aber die Kunst ist es, dass du Wissen erzeugst, welches aus der Intuition kommt. Und so Menschen wie Steve Jobs, Einstein, Tesla, die haben gelernt, über ihre Intuition, Wissen, was vorher noch nicht auf dem Planeten war, anzuzapfen und über diese Intuition dann sozusagen ihre Welt, also etwas Wertvolles auf diesem Planeten zu bringen. Ja? Und jetzt gibt es 3 Möglichkeiten, wie du Intuition erwecken kannst in dir. Manche haben jetzt mehr Intuition, manche weniger und so weiter. Und diese 3 Methoden helfen dir einfach, egal wo du stehst, mit deiner Intuition dies zu erhöhen. Das erste ist, regelmäßig zu meditieren. Also ich empfehle mindestens 20 Minuten am Tag zu meditieren und es ist besser, 3 mal 7 Minuten zu meditieren als fix einmal oder unregelmäßig. Also je öfter du meditierst, desto besser. Viele machen natürlich in der Früh. Hat das den Vorteil, dass man seine Gewohnheit hat. Das ist ganz okay. Aber die Kunst ist es halt, dass du in der Früh, du bist ja eh schon unten, ne? Und dann wachst du auf und dann meditierst du, dann hast du mal einen Energiekick und dann gehst du in den Tag und dann verlierst du mal deine ganze Energie und dann geht's ab. Wenn du aber am Tag immer seine Peaks aufbaust, dann hältst du immer diese Welle höher und mit jedem Tag mehr steigt diese Welle. Somit ist es die Kunst, am Tag regelmäßig, zumindest auch wenn du nur aufs Klo gehst, bleib einfach ein bisschen länger sitzen und meditiere halt dort, wenn es in der Arbeit nicht anders geht. Und dann wirst du merken, wenn du am Tag regelmäßiger untertags verteilt meditierst, wie sich das maßgeblich auf dein Leben verändert. Weil dieses Meditieren macht, dass sich dein Denksystem deaktiviert und dass du vom Denken in die Wahrnehmung kommst. Und die Wahrnehmung ist das, wo du einfach nur wahrnimmst, das, was ist. Und wenn du das öfter gemacht hast und die Illusion durchbrichst, die auf den ersten Schritt ist, dann wirst du connected. Ja? Ich sage, du gehst online. Und durch dieses Online-Gehen, durch dieses Connected-Sein, durch dieses Nicht-Werten, Nicht-Urteilen, einfach nur wahrnehmen, kommst du in Verbindung mit einer göttlichen Intelligenz, die allwissend ist und allsein ist. Und diese schickt dir die Informationen, die du brauchst. Und das ist das, was diesen Planeten bereichert. Ja. Dieser Mensch zu werden, heißt einfach nur, dass du weißt, ich kann mir die Welt formen, wie ich sie brauche, weil jeder, der was auf dem Planeten geändert hat, maßgeblich, hatte dieses Mindset. Und alle waren verbunden mit ihrer Intuition. Dann kommen wir zum zweiten Schritt, wie du deine Intuition verbessern kannst. Und zwar reduziere bewusst äußere Eindrücke. Ich habe hier stehen, als erstes zum Beispiel, wenn du in deinen Kleiderschrank schaust, du gehst hinein, dann gibt es 2 Arten von Menschen. Die einen, die alles unordentlich haben, wo alles einfach irgendwie drin liegt, und die anderen, wo alles schön sauber geordnet ist. Und meine Mama hat immer gesagt, geh in den Schrank des anderen und dann wirst du sehen, was in seinem Gehirn vorgeht, ja? Wie sein Leben ist, geordnet oder Chaos. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass du einfach mal in deinen Kleiderschrank gehst und dort Ordnung machst. Und in der Früh am besten dein Bett machst, weil so wie du den Tag beginnst, mit Ordnung, mit Struktur, so wirst du auch den Tag beginnen. Und dass du als erste Maßnahme, nachdem du dein Bett gemacht hast, etwas tust, was dich in die Freude bringt. Bei mir ist es zum Beispiel Meditieren und Lesen. Wenn ich diese 2 Dinge tue, weiß ich danach, bin ich glücklicher als zuvor. Und ich habe mir noch ein kleines Segelbötchen geholt und das habe ich vor dem Bett stehen. Das heißt, wenn ich aufwache, schaue ich zu diesem Boot und da steht Freude drauf, dann erinnere ich mich, ich muss jetzt, wenn ich meinen ersten Schritt aus dem Bett mache, bewusst in die Freude gehen. Und diese stapelt sich von Tag zu Tag. Also,
versuche auch regelmäßig deine Kontakte zu reduzieren, minimalistischer zu werden, die ganzen Ablenkungen, alles was dich ablenkt, wenn du arbeitest und du hast hier Chaos und Unordnung, dann weißt du einfach, da stimmt was nicht und das sind alles Reize, die in dein Gehirn Overload produzieren und davon sich zu befreien ist die Kunst. Ja. Also bewusst Zeit nehmen fürs Nichtstun. Das ist eines der Künste, die dir hilft, sozusagen dich mit deiner Intuition zu verbinden. Und kommen wir zum dritten Punkt. Bewusst Gefühle fühlen, statt darüber nachzudenken. Ja? Ich habe da ein Video gemacht, das kannst du dir ansehen, nennt sich Transformation durch Selbstliebe. Da gehe ich ein bisschen detaillierter drauf ein. Also das sind die 3 Wege, es gibt natürlich noch viel mehr. Wenn du sagst, hey Marco, mach bitte noch mehr Möglichkeiten, wie man Intuition verbessern kann, dann schreib es mir jetzt bitte unten in den Kommentaren rein, dann produziere ich ein eigenes Video, wo ich dir noch viel mehr Techniken mitgebe, wie du deine Intuition verbessern kannst, auf ein neues Level heben kannst. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Target Your Life. Ich habe hingeschrieben, im Leben auf ein Ziel hinarbeiten. Also sprich mit Intuition, sie hilft dir dabei. Welches Ziel? Wir sind, ich habe das vorhin schon erwähnt, manchmal fühlt man sich so wie ein Papier in einer Fotokopiermaschine und wir kopieren das, was andere vorgemacht haben. Aber die Kunst ist halt, dass du dir ein Ziel wählst und nicht kopierst von anderen, sondern einfach deinen Weg machst, dein Ding machst. Ja? Und dazu habe ich für dich 7 Fragen vorbereitet, die dir helfen, dein Leben zu targeten. Stephen Covey hat schon gesagt in seinen Büchern, in dem Buch 7 Wege zur Effektivität, am Anfang schon das Ende sehen. Ja, und das heißt, wir wachen auf als Mensch, sitzen in einem Flugzeug, das Flugzeug fliegt und wir haben keine Ahnung, wie wir das bedienen, wo wir überhaupt landen wollen, wie wir überhaupt landen. Also wir wissen nicht mal, wo wir mit unserem Flugzeug landen möchten. Ja. Und das ist halt die Kunst, dass wenn man zuerst findet, okay, ich bin in einem Flugzeug, ich bin mir bewusst, ich bin jetzt gerade Pilot geworden hier auf der Erde, ich habe einen Körper, der Körper ist ein Flugzeug und ich fliege durch das Leben, mal eine Entscheidung zu treffen, wo möchte ich denn überhaupt landen, also was für ein Genre soll dein Film haben, was für ein Buch möchtest du schreiben, was für ein Leben möchtest du gelebt haben. Ja? Das ist die Kunst, das herauszufinden und da helfen dir diese 7 Fragen. Erste Frage ist, wer möchtest du in 30 Jahren sein? Ich habe übrigens diese ganzen Fragen und diese ganzen 7 Punkte in der PDF im Anhang hinzugefügt, also schau es dir auf jeden Fall an. Also, wer möchtest du in 30 Jahren sein? Zweite Frage, wie möchtest du in 30 Jahren sein? Dritte Frage, warum möchtest du so sein? Und diese Frage ist ganz wichtig, weil dieses Warum gibt dir einen Grund, so zu werden. Und dann, was ist die Tätigkeit, wo du Energie davon bekommst, also wo du nicht mehr aufhören kannst? Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich Menschen coache, wenn ich lese, wenn ich meditiere, da kann ich irgendwie nicht aufhören. Das gibt mir Energie. Und wenn du rausfindest in deinem Leben, was für eine Tätigkeit ist das, wo du nicht mehr aufhören kannst, wo du Energie kriegst, wo du durchmachen könntest die ganze Nacht, dann weißt du, in diese Richtung geht's. 5. Frage. Was ist deine Schmerzmotivation, die dich antreiben lässt, so oder der zu sein? Also es gibt die Motive, zum Beispiel, sagen wir mal, du möchtest reich sein, dass du sagst, ja, ich möchte reich sein, weil ich mir das und das kaufen möchte. Das ist aber kein Motiv, wo du Schmerz dabei empfindest, sondern du brauchst ein Schmerzmotiv, was dich mehr antreibt. Wie zum Beispiel, du möchtest nie wieder arm sein, weil du koppelst dich mit dem Gefühl, dass du nicht weißt, wie du deine Miete zahlen sollst. Oder dass du dir was kaufen möchtest, aber du kannst es nicht kaufen. Oder dass du eine Notsituation hast und du musst was zahlen, aber hast das Geld dafür nicht. Und dann fühlst du dich schlecht. Und dieses Gefühl treibt dich mehr an, als ich möchte mir ein schönes Auto kaufen. Ja? Und das heißt, du musst herausfinden, was ist deine Schmerzmotivation. Und wandle immer das Gegenteil um. Also nutzt dafür die Dualität. Dann die nächste Frage. Warum bist du es noch nicht? Das, was du sein möchtest, wie du sein möchtest, warum bist du es noch nicht? Und jetzt wirst du schön viele Gründe aufschreiben, mindestens 5 bis 10 Gründe, warum du es noch nicht bist. Und dann weißt du auch genau warum und dann kannst du das Gegenteil davon tun. Oder das loslassen. Ja? Und kommen wir zum nächsten Punkt, zum 7. Punkt, und zwar, was musst du tun, um in den nächsten 72 Stunden damit anzufangen? Weil es gibt einen Trick, wenn du weißt, was du tun musst und das in den nächsten 72 Stunden machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit über 80%, dass du es erreichst. Merkt ihr das? Darum, just do it. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Der erste Schritt ist, dass du
die Illusion durchbrichst, dass du weißt, dass du dir die Welt formen kannst, wie du sie brauchst. Der zweite Punkt ist, dass du dich connectest mit deiner Intuition und aus deiner Intuition handelst. Der dritte Punkt ist, dass du dein Leben targetest, dass du genau weißt, was willst du erreichen. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich YouTube begonnen habe, habe ich ganz einfach entschieden, ich möchte der bekannteste und erfolgreichste Bewusstseinscoach auf dem Planeten werden und das Maximale den Menschen bieten, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Und so fing einfach die ganze Reise bei mir an. Ich habe einfach eine Entscheidung getroffen. Ich habe mein Leben getargetet. Ja. Wenn du weißt, was du willst. Es gibt ein Manager-Sprichwort, das heißt, wenn du weißt, was du willst, dann wirst du auch wissen, wie du dorthin kommst. Oder das Leben wird dir einen Weg zeigen. Ja. Also Urvertrauen, Intuition. Vierter Punkt ist Entkopplung der Kultur und Kollektivbewusstsein. Wir Menschen, wir sind gemacht auf Basis von Vergangenheit. Also wir sind die Manifestation unserer Vergangenheit. Und nicht nur unsere Vergangenheit, sondern der Vergangenheit unserer Eltern, unserer Urgroßeltern, des Universums. Wir sind ein Snapshot, ein Foto in der Ewigkeit, das einfach das, was war, manifest macht zu einem Ausdruck. Und deine DNA, deine Gene basieren alle und dein Verhalten und so weiter basiert alles auf dem, was vorher war, vor dir und der Generationen davor. Wenn du das verstanden hast, dann weißt du, was du aus dem Leben machen kannst. Und dass du nicht die Vergangenheit sein musst. Weil wir Menschen, die Politik und Co., wir verhandeln alle auf Basis von Angst, auf Basis von Evolution, auf Basis von der Dualität, die wir durchlaufen haben. Ja? Und wenn du dich fragst, warum haben wir die Dualität durchlaufen, kann ich dir auch sagen, die Dualität ist die Creation vom Verstand. Also wir Menschen sind eigentlich Götter. Wir gehen als Gott sein, beschränken wir uns, gehen in die Materie hinein, also in die Dualität und erschaffen damit und trainieren damit unseren Verstand. Damit wir damit die Fähigkeit bekommen, vorauszudenken. Ja? Weil das ist das, was die Dualität macht. Also die Zeit ist erschaffen worden, damit du in der Zeit deinen Verstand trainieren kannst, um vorausdenken zu können. Denn das ist das, was Götter machen. Sie sind Creator. Sie denken voraus und erschaffen damit. Und dazu ist das ganze Universum gedacht. Also viele wissen das nicht, aber so sieht es aus. Ja? Also, was will ich mit Schritt 4 sagen? Entkopplung der Kultur, Entkopplung deiner Glaubenssätze, der Glaubenssätze anderer, der Meinung anderer, Entkopplung des Kollektivbewusstseins. Höre einfach auf, dich an andere anzupassen. Ja? Sei nicht das Schäfchen in der Schäfchenherde. Und es gibt so ein schönes Wort, nennt sich Rules. Was sind Rules? Ich nenne das Bullshit Rules. Ja? Einfach Regeln, die andere auferlegt haben und die ihr Leben damit leben und andere folgen diesen Regeln. Aber das sind Rules. Mach deine eigenen Rules. Ja? So sieht's aus. Also steh zu dir, zu deiner Intuition und zu deinen eigenen Regeln. Lebe dein Leben auf Basis deines Targets, was du vorher definiert hast. Ich habe hier noch stehen, lerne nicht mehr die Meinung anderer als wichtig für dich zu sehen. Viele können ohne die Meinung anderer nicht mal entscheiden, was sie heute essen sollen oder was sie aus ihrem Leben machen. Sie machen ihr Leben abhängig aus der Entscheidung anderer. Ja? Also du bist sozusagen gefangen in einen neurotischen Loop, wie eine Katze, die sich im Kreis dreht und ihren eigenen Schwanz die ganze Zeit versucht zu fangen. Also höre auf, in die Richtung der anderen zu gehen, sondern geh in deine eigene Richtung. Ja? So einfach kann das sein. Und das machst du immer durch Intuition. Und wenn du dich getäuscht hast, dann sag einfach, okay, das war eine Erfahrung, vielen Dank. Es ist so, wie es ist. Es war, wie es war. Und wir werden gucken, was sein wird. Also ganz easy, ganz simpel. Ja. Gut, wenn du dich entkoppelt hast von der Meinung anderer, dann kommen wir zu Schritt 5. Schritt 5 ist das Bewusstsein der Einheit. Was meine ich damit? Ja. Hier stehen, du bist nicht nur die getrennte Welle im Ozean, die sich als Individuum erfährt, sondern du bist verbunden mit dem Ozean, weil du ja die Welle bist und einfach gerade oben in der Luft bist und diese Trennung spürst, aber auch der Ozean selbst. Und diese Denkweise und dieses Weltbild, dass du nicht dieses Individuum bist, was sich komplett allein und getrennt fühlt in der Welt,
sondern dass du verbunden bist mit allem und mit jedem und dass du auch dieses eine Sein bist, der komplette Ozean, wie ein Baum, der gerade im Wald ist und der sich denkt, ich bin der Baum, aber nein, du bist der Baum, du bist auch die anderen Bäume und du bist der Boden, der Himmel und die Luft und das, was gerade im Wald spazieren geht und die ganzen Tiere und Vögel und alles dazwischen auch. Ja. Dieses Weltbild, dass du mehr bist, als du jetzt glaubst, ermächtigt dich und transzendiert dein Bewusstsein aus der Dualität heraus. Und das koppelt dich wieder mit dem ersten Schritt zurück. Ja. Und dazu habe ich hier 3 mächtige Übungen vorbereitet, die dir helfen, dich mit der Einheit zu verbinden, die dieses Weltbild Step by Step zu integrieren. Erster Schritt ist, sehe ab jetzt jeden Menschen und jedes Lebewesen als dich selbst. Ja? Ein inneres Mantra, was dir dabei helfen kann, ist, du gehst durch die Natur, siehst Tiere oder siehst andere Menschen, die gerade mit dir reden und du sagst in dir, ich liebe uns, ich liebe uns. Und damit erschaffst du du connectest dich mit dieser Einheit, die sich selbst liebt und deswegen sich ausdrückt als der Ozean und die Wellen und das, was du gerade vor dir siehst. Und diese Einheit liebt uns. Sie weiß, es gibt mich als Einheit, sie weiß, es gibt dich als Individuum und sie weiß, es gibt das, was die Summe dieser 2 ist, die Entstehung dieser 2. Ja? Wenn du anfängst auch so zu denken, dann wirst du dich immer mehr connecten mit dieser Liebe und mit diesem Denken der Einheit und dann wirst du irgendwann zu dieser Einheit werden. Ja? Und dein Bewusstsein wird hin und wieder switchen können. Ja? Zweiter Schritt ist, alles im Leben ist wie eine Münze. Ja? Du kannst alles aus 2 Perspektiven betrachten, positiv oder negativ. Ja? Werde ein Positivdenker. Ja? Jedoch respektiere die Meinung der anderen, denn nur so kannst du dich selbst aus verschiedenen Perspektiven durch die Individualitäten, die nicht immer deiner Meinung sind, betrachten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also jeden annehmen, wie er ist, in seiner eigenen Einzigartigkeit und auch wenn es dir nicht passt oder wenn er was Schlimmes getan hat, er hat das getan, weil er diese Erfahrung braucht oder der andere die Erfahrung gebraucht hat. Ja. Also du betrachtest dich immer selbst, dieses Denkweise sozusagen. Du betrachtest dich immer selbst die ganze Zeit. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Du betrachtest dich selbst immer die ganze Zeit. Aus verschiedenen Perspektiven, damit du dich einfach in deiner Vielfalt durch verschiedene Individualitäten erleben kannst. Ja. Wenn dir etwas nicht gefällt, sei einfach dankbar, dass du dich selbst erkennen durftest und wählen kannst, wie du nicht sein möchtest in Zukunft. Ja. Und das kann man sehen von Menschen, die dir was Schlimmes angetan haben. Oder aus den Geschwistern, wo du sagst, hey, der ist so, ich habe mit dem keinen Kontakt. Dann hat der dir das größte Geschenk gegeben. Der hat dir gezeigt, wie du nicht sein möchtest. Ja. Weil vielleicht warst du im Vorleben genauso. Und der hat dir einfach gezeigt, wie es ist, so zu sein. Und deswegen bist du jetzt für andere geworden. Und das hat dich mehr entwickelt als ein ganzes Leben vielleicht. Ja. Also sei dankbar für alles. Dann, Schritt 3. Bevor du ins Bett gehst, schreibe dir 5 Dinge auf, wofür du heute dankbar bist. Das ist ganz wichtig, also einfach 5 Dinge aufschreiben, bevor du ins Bett gehst. Warum bin ich heute dankbar? Weil es gibt eine Studie, die hat gezeigt, wenn du jeden Tag vorm Schlafengehen deinen Tag reflektierst und dich an das, was heute geschehen ist, bewusst dankbar bist für viele Dinge, dann wirst du ein dankbarer Mensch und ein dankbarer Mensch wird ein glücklicherer Mensch und zufriedener Mensch, der den nächsten Tag schon mit Freude und mit Dankbarkeit sieht und den Dingen, die geschehen, immer sagt, okay, das ist eine Schatztruhe und ich mache sie auf, was ist für ein Geschenk für mich drin, was darf ich lernen. Ja? Und jetzt kommen wir zum 6. Schritt, kontrolliere deinen Zustand. Menschen, die Superhumans geworden sind, sind Menschen, die haben gelernt, ihren Bewusstseinszustand bewusst zu kontrollieren. Sie sind nicht Opfer ihrer Emotionen, sie sind nicht Opfer der äußeren Umwelt, sie sind nicht Opfer von irgendwelchen Leuten, die Kritik machen, sie sind einfach sie selbst. Sie sind auf ihrer Insel und haben nichts mehr mit den anderen zu tun. Und dazu habe ich Folgendes vorbereitet. Lerne deinen Bewusstseinszustand bewusst zu kontrollieren. Diesen kontrollierst du durch deine Gedanken. Deine Gedanken erschaffen deine Emotionen erschaffen deine Denkmuster. Deine Denkmuster erschaffen deine Worte, die du aussprichst. Deine Worte erschaffen deine Handlungen erschaffen deine Realität. Und diese wird immer bestätigt auf Basis deines Weltbildes.
Und deine Realität erschafft wiederum neue Gedanken. Und das ist ein Loop. Das heißt, es hängt davon ab, was für ein Weltbild du hast. Bist du ein guter Mensch oder bist du ein schlechter Mensch? Wenn du sagst, ich habe was Schlimmes getan, ich bin ein schlechter Mensch, dann wirst du damit halt diesen Loop erzeugen. Schlechte Emotionen, schlechte Denkmuster, schlechte Worte, schlechte Handlungen und eine schlechte Realität. Und dann erfüllst du deine eigene Prophezeiung. Ja? Und das ist der ganze Trick. Und nur wenn du was Schlimmes getan hast, kannst du eine Entscheidung treffen. Das ist das, was wir alle haben. Wir haben den freien Willen. Wir können sagen, okay, ich habe was Schlimmes getan, aber ich entscheide durch meinen freien Willen, ich möchte nicht mehr so sein. Ich fange jetzt an, ein guter Mensch zu sein. Und dieser erste Gedanke zu wählen, Target hatten wir schon, ich bin ab jetzt ein guter Mensch, der macht, dass du auf einmal etwas ganz anderes machst. Du fängst dann an, gute Gedanken über andere Menschen zu haben, gute Emotionen zu empfinden, gute Denkmuster zu haben, schöne Worte zu sagen. Schöne Worte in der Außenwelt führen zu schönen Handlungen. Schöne Handlungen führen dich zu einer schönen Realität und diese loopt sich dann wieder und spiegelt sich und bestätigt dir deine eigene Welt, deine eigenen Gedanken. Und dazu habe ich noch 3 Tipps vorbereitet, die dir helfen, in diesen Loop, wenn du gefangen bist in diesem Loop, dich dort zu befreien daraus. Ja, das geht so. Erstes ist, wenn etwas geschieht, was dir gerade nicht passt, ja, dann sage, es spielt keine Rolle. Ja. Also höre auf, alles so ernst zu nehmen. Es ist eine wundervolle Illusion und es gibt eine göttliche Führung, welche sich um dich kümmert. Ja. Und wenn du das letzte Video gesehen hast, dann ist das die Essenz vom letzten Video. Es gibt eine göttliche Führung und diese Führung kümmert sich darum, dass es dir gut geht, wenn du es so willst. Ja? Weil das ist genau das, was die Menschen nicht machen. Es kommen Situationen und dann sagen die Menschen, boah, es spielt voll die Rolle. Sie nehmen Dinge so ernst, dass dann diese Ernsthaftigkeit sich in die Emotionen einschlägt und dann tut es richtig weh. Ja? Zweiter Schritt ist, alles geht vorüber. Ja, was meine ich damit? Egal wie schlimm es gerade ist, die Geschichte zeigt, wenn wir die Vergangenheit ansehen, alles geht vorüber. Außer du hältst fest und lässt einfach los. Und auch dann geht es vorüber. Ja? Das heißt, die Kunst ist es zu realisieren, dass alles, was geschieht, geschehen darf. Und wenn dir was nicht passt, dass du einfach weißt, es spielt keine Rolle, es ist eine Illusion. Ich nehme es nicht ernst. Wo ist mein Geschenk? Was darf ich sehen? Was darf ich lernen davon? Manchmal ist das Leben einfach ein Bad Trip. Ja? Es ist einfach so. Und die Kunst ist es zu sagen, okay, wenn etwas gerade bad ist, zu sagen, okay, wo ist mein Geschenk? Wo ist meine Lektion? Warum erlebe ich das gerade? Warum sehe ich das? Was soll mir das zeigen? Wo ist mein Geschenk dahinter? Und das ist der Schlüssel, der dich befreit von dem. Ja? Dritter Punkt ist, denke nicht drüber nach. Höre dir auf, Gedanken über die Dinge zu machen und diese immer wieder zu loopen, weil wir haben ja vorhin gelernt, deine Gedanken erzeugen deine Emotionen, deine Denkmuster, deine Worte, deine Handlungen und schlussendlich deine Realität. Das heißt, hör auf, deine Gedanken darüber zu machen, wie etwas zu sein hat oder etwas wird und denke nicht für andere. Denke nicht für andere. Merkt ihr das? Ich wiederhole es nochmal. Denke nicht für andere. Viele sagen, ja, wenn ich den frage, dann sagt er das. Du hast keine Ahnung, was der sagt. Auch wenn du ihn kennst, du weißt immer noch nicht, was der sagt. Und ich sage dir was, der wird nur das sagen, was du über ihn denkst. Somit ist es die Kunst einfach, das so zu sehen, wie es ist. Ja? Also, lass einfach stehen, auch deine Gedanken und du wirst dich befreien davon. Und eine Sache ist immer noch wichtig, und zwar, wir tun mit diesen 3 Dingen genau das Gegenteil von dem, was alle anderen tun. Das heißt, die Menschen sagen, alles spielt eine Rolle. Die Menschen sagen, alles geht nicht vorüber, es ist so schlimm und es wird immer so bleiben. Und das dritte ist, sie zerdenken das alles und dann erschaffen sie die Hölle auf Planeten. Ja. Und wenn du aber das Gegenteil tust, also es spielt keine Rolle, es geht alles vorüber und ich denke nicht drüber nach, du kommst damit in das Jetzt hinein, in das Moment, in diesen Augenblick der Wahrnehmung. Und in den Augenblick der Wahrnehmung wirst du gekoppelt mit deiner Intuition. Und deine Intuition ist derjenige, der dir hilft, den besten Weg aus der Situation zu gehen oder dir deine Lektion beizubringen, weil sonst wärst du nicht da reingekommen. Und nun kommen wir zum Last but not least, zum 7. Schritt, bevor wir in dieses Secret hineinkommen. Der letzte Schritt ist, und das ist für mich so das, was dich eigentlich erfüllt. Und zwar ein Nutzendenken von ich zu wir.
Was meine ich damit? Ja? Ich habe hier stehen, du musst das Leben so betrachten, dass du eine Win-Win-Win-Situation erzeugst. Immer durch dein Denken, durch deine Handlung, durch deine Worte, durch deine Taten. Das bedeutet, das ist die Grundlage von positiven Beziehungen und Studien haben gezeigt, dass Menschen sind nur glücklich, wenn sie positive Beziehungen haben. Aber Menschen, die immer auf sich denken und ihren eigenen Nutzen haben, werden immer gefangen sein in ihrer eigenen Insel und können nie Glück empfinden richtig, vor allem nicht teilen mit anderen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dieses Nutzendenken nicht auf ich beziehst, sondern immer auf wir. Deswegen, ich liebe uns und nicht ich liebe dich oder mich. Ja? Also, das ist die Grundlage von positiven Beziehungen. Die meisten denken an sich oder an andere. Aber die Kunst ist es, bei jeder Handlung an uns zu denken. Ja? Wir würden das tun, gäbe es keinen Hunger, keine Kriege, kein Leid auf diesem Planeten. Und das ist mal eine krasse Wahrheit. Ja? Würden wir alle an uns denken, an uns alle, nicht nur an uns oder an mich oder an dich, sondern an uns als Gemeinschaft oder als uns als Essenz oder als Menschheit, dann gäbe es keinen Hunger, kein Krieg, kein Leid auf dem Planeten. Ja? Somit frage dich, wenn du Chef bist von einer Firma, wie kann ich uns helfen, also deine Mitarbeiter, dir, deiner Firma, deinen Kunden, und ich gehe noch einen Schritt weiter und den Kunden deines Kunden und deiner Mitarbeiter und ihrer Familie und dem Planeten, der Natur und dir selbst schlussendlich. Ja? Weil damit hilfst du dir selbst, weil du das alles bist. Ja? That's it. Und jetzt kommen wir zu dem großen Secret, was ich am Anfang angekündigt habe. Und zwar, und das ist so eines meiner Techniken, die ich entwickelt habe und getestet habe und die maßgeblich funktioniert haben. Und ich habe das geteilt mit anderen Freunden und die haben das auch getestet und bei denen hat es genauso funktioniert. Das hat wie eine Rakete eingeschlagen. Da kriege ich seitdem nur noch WhatsApp-Nachrichten, wo ich mir denke, boah, krass, gut, dass ich das vermittelt habe und deswegen möchte ich es dir auch hier vermitteln. Und zwar, die Technik geht so. Und das ist ziemlich interessant, was jetzt kommt. Wir sind ja alle Schöpfer. Wir sind alle Götter. Wir können alles erschaffen, wie wir es haben möchten und wie wir es brauchen. Wenn wir das wissen, was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes. Es bedeutet, dass wir wählen können, wie wir unser Leben haben möchten. Was will ich damit sagen? Wähle, wie du dein Leben haben möchtest. Beispiel, du hast Drama gehabt in deinem Leben, du hast immer Probleme, immer kam irgendwas, was ein Drama war. Dann kannst du wählen. Und ich habe zum Beispiel, mein Leben ist auch geprägt gewesen von Drama, von Problemen. Und ich habe einfach entschieden, eines Tages, nee, ich will nicht mehr. Aus. Ich spiele da nicht mehr mit. Nee, mit mir nicht. Ich möchte kein Drama mehr in mein Leben. Und ich weiß, es gibt eine göttliche Führung, eine Macht, eine Intelligenz, mein wahres Sein, was das, was ich hier möchte und wähle, sich darum kümmert. Wie ein Vater, wie eine liebevolle Mutter, die mir das erfüllt, was ich möchte. Und dass ich das entschieden habe, hat das nicht lange gedauert, bis ich erkannt habe, immer wenn ich in eine Situation kam, wo normal Drama entstanden ist, hat sich die Situation sehr schnell vom Universum gedreht, geformt, dass einmal kein Drama da war. Und ich dachte mir so komisch, das fällt schon auf. Und da wurde es immer intensiver, immer krasser, immer öfter, dass ich mir heute denke, okay, und jetzt wiederhole ich nochmal, ich denke mir, okay, cool, es gibt kein Drama. Das erzeugt Emotionen, sowas kenne ich gar nicht mehr. Wie cool ist das denn? Das erzeugt ein Denkmuster. Ich habe sowas nicht, in meinem Leben doch nicht, ich habe es gewählt. Das erzeugt meine Worte, die ich gerade sage. Und das erzeugt meine Handlungen, dass ich grundsätzlich mich nicht mal mehr in Situationen begebe, wo überhaupt Drama entstehen könnte, weil es nicht mehr notwendig ist und auch das nicht mehr anziehe, weil ich diese Gedanken nicht mehr habe. Und das führt darum, dass ich eine Realität erlebe, ohne Drama. Also wie du siehst, diese ganzen 7 Schritte bauen aufeinander auf. Und man vertraut einfach auf die Führung und diese Führung kommt durch genau diese 7 Schritte. Also dein Leben ist eine Entscheidung von dir selbst. Und ich fasse nochmal kurz zusammen das Ganze, weil es einfach wichtig ist und notwendig ist. Diese 7 Schritte. So, zack, bumm. Erster Schritt ist Durchbrechen der Illusion. Zu wissen, ich kann mir durch mein Gehirn, durch meinen Verstand meine Welt biegen, wie ich sie brauche. Dadurch habe ich gelernt, in meine innere Mitte zu kommen und dadurch Connection mit meiner Intuition aufgebaut. Diese Intuition ist das, was mich leitet und führt, und zwar zu dem Ziel, was ich wähle.
Dieses Ziel ist ein Weg, den du gehst, und dieser Weg, der ist manchmal steinig und schwer und geht über Täler und Berge. Aber wenn ich mich entkopple vom Kollektivbewusstsein, von der Vergangenheit, von Mustern und Co., dann wird der Weg geebnet und einfach und super smooth. Und wenn ich dadurch passiv anfange, in das Bewusstsein der Einheit einzudringen und mich nicht mehr identifiziere als ein Individuum, sondern als das Sein, was gerade durch Raum und Zeit gleitet, dann lernst du dadurch deinen Zustand zu kontrollieren, indem du den Verstand dazu nutzt, als Werkzeug einfach das, was ist, sein zu lassen. Wirst du nicht mehr an dich denken, sondern an alles, weil du das alles bist, und dadurch wirst du ein episches Leben erzeugen. Und wenn du dann noch passiv nebenbei deine höchste Macht erkennst, und zwar die Macht deiner Entscheidung, und du bist deine Entscheidung, du triffst in jedem Augenblick eine Entscheidung über dich selbst. Du bewegst deine Hand von da nach da, dann hast du eine Entscheidung getroffen, manche unbewusst, manche bewusst, aber du hast eine Entscheidung getroffen, dass du jetzt diese Hand dahin bewegst. Wenn du aufs Klo gehst, dann triffst du eine Entscheidung. Wenn du aufstehst, wenn du was trinken möchtest, dann triffst du eine Entscheidung. Manche Entscheidungen sind automatisiert, manche sind aber bewusst. Und du kannst jede Entscheidung bewusst steuern und lenken und erschaffen. Und da wir wissen, dass die erste Fähigkeit darin besteht, dass du die Illusion darauf basiert, dass alles auf Basis deiner Denkweisen und Strukturen ist, kannst du wählen. Du kannst entscheiden, wie du dein Leben haben möchtest. Und dir so zurechtbiegen, wie du es brauchst. Und diese 7 Schritte helfen dir dazu. Und ich empfehle dir, dass du einfach wählst, wie du dein Leben haben möchtest, und nicht nur, wo du hingehen möchtest mit deinem Leben, was für ein Target du hast, sondern wie du dieses Leben gestalten möchtest. Sollte es einfach sein, sollte es smooth sein, sollte es Abenteuer sein, möchtest du eine Führung haben, wie möchtest du, was für Bedingungen programmierst du in dein eigenes Spiel hinein? Weil wir sind hier in einem Computerspiel drin, und dieses Spiel ist zur Gänze von außen programmiert worden, bevor wir hergekommen sind, aber wir haben auch die Fähigkeit hier als Spieler, indem wir die Illusion durchbrechen, die Realität so zu verformen durch unser Gehirn, wie wir sie brauchen, und glaub mir, sie wird sich umformen. Sie wird sich auf Quantenebene, die genau deinen Mindset, deine Gedanken, deines Weltbildes anpassen, damit du genau das erlebst. So sieht es aus. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du sagst, wow, toller Content, dann verpasse nicht nächste Woche das Video. Es wird noch viel spannender, wir gehen noch viel, viel tiefer. Und schau auf meiner Meditation Academy, da habe ich sehr viele Kurse, die in diese Richtung gehen, wo ich dir helfe, solches Wissen zu integrieren mit Übungen, mit Tipps, mit Techniken und so weiter. Und teile dieses Video mit deinen Freunden, wenn du sagst, hey, du möchtest, dass deine Freunde, so wie du, durch dieses Wissen jetzt ein neues Leben, ein episches Leben anfangen, zu einem Superhuman werden. Weil wenn du es für andere tust, also sprich, wenn du diesen 7. Schritt denkst, Nutzendenken von ich auf wir, dann wirst du ihnen dabei helfen, ein episches Leben zu erzeugen, und damit wirst du dein episches Leben erzeugen. Und es gibt eine Geheimformel für Erfüllung aller Wünsche und Träume, und zwar das, was du dir ersehnst, tu das für andere. Dann wirst du es am allerschnellsten bekommen. Das ist der ganze Trick. In dem Sinne, es ist mir eine riesengroße Freude. Lasst mal ein Like da, und wir sehen uns am nächsten Sonntag um 9 Uhr. Da habe ich ein ganz spezielles Video vorbereitet. Ich möchte noch nicht spoilern, was es ist, aber freue dich darauf. Und wir machen heute eine Meditation, eine ganz spezielle Meditation, wo wir auf genau dieses Thema eingehen in der Gruppenmeditation.com. Da werden wir mit 1500 Leuten gemeinsam meditieren und genau das hier integrieren. Also freue dich drauf und bis zum nächsten Video. Ciao.